Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Kandi, ich bin wieder in den Soundstar Studios und wir drehen eine neue Folge von unserem Format Artist Talk. Ich habe heute einen Gast und zwar Molos19, der Gründer von Block Hustler Entertainment in München. Er arbeitet an einem Album, er ist schon lange in der Münchner Szene aktiv und wir haben ein Gespräch geführt, war nice, gebt euch viel Spaß. Deine Frau, kleine Puta, sie will sich pudern auf Kuba. Aykut würde sagen, dreckige Scharmuta. Scheiß auf den Richter und die Tränen hinter Gitterstäben. Ein bitteres Leben, komm, nimm noch ne Pille. Erst hörst du sie haten, dann nennt sich die Stille. Servus. Servus, Christi Kandi. Was geht ab? Viel. Also heute Nacht, also gestern Nacht um 12 Uhr ist ein neues Single erschienen, neues Video mit Juri Boyka aus Weimar. Und ich bin noch ein bisschen angeschlagen vom Rakia trinken und vom Reinfeiern. Aber sonst alles cool. Habt ihr Release-Party gemacht quasi? Eigentlich nur ich und der Kaffa, der jetzt neu bei mir gesigned ist, bei Block Hustler, weil die anderen mussten leider schuften, sind Systemlinge, müssen sich unterordnen. Na, aber Spaß beiseite. Wir treffen uns am Sonntag und dann wird das nochmal richtig zelebriert, so unter den Jungs. Also, du hast es gerade schon angesprochen. Neues Video, ihr habt ja auch richtig Party gemacht, oder? Ja, ging auf jeden Fall steil. Also im Video habe ich es ja gesehen. Hier, wo wart ihr da? Das war in Weimar in dem im Club vom Della Ghetto. Den gibt es jetzt leider nicht, der ist jetzt gerade auch leider in Haft. Deswegen hier an der Stelle Free Della. Und ja, war ein lustiger Abend. Sind wir hingefahren nachmittags, haben bis abends gedreht. Dann zack, wieder nach München zurück, hat alles gepasst. War cool. Und jetzt Release und auf jeden Fall, nicht nur Release, also ich und der Juri Boyka arbeiten auch an einer EP, die so mehr in diese Porno-Mafia geht, King Orgasmus One, Frauenarzt. Einfach eine weitere Facette so von Hip-Hop bringen, die gerade in München irgendwie keiner macht. Du hast ja du hast jetzt ein Label gegründet beziehungsweise hast schon länger ein Label am Start. Ich habe letztens einen Post von dir gesehen, dass du mehrere Künstler jetzt auch wahrscheinlich nicht vertraglich gesichert hast, sondern eher so... Also die Verträge werden gerade gemacht, aber ja, die sind jetzt auf jeden Fall fest bei uns. Wer ist da jetzt alles dabei? Das sind viele, also insgesamt sind wir, glaube ich, 9 Leute. Also ich, der Raz, der Fatal 45, Mikos, Carlos Rivas, Zani, Kaffa, Bratte und Paco. Und die Beats macht Mikos und Gonzo. Gonzo war mein erster Produzent, der hat schon die allerersten Tracks unter Absturz auf jeden Fall für mich aufgenommen und bearbeitet damals. Und jetzt ist er immer noch dabei und das freut mich sehr. Ja, und wir sind noch an 2 Künstlern dran. Aber die sind so ein bisschen disziplinlos. Die muss man noch ein bisschen gerade biegen, dass die zu ihren Terminen kommen und so. Aber wenn das läuft, dann sind wir auf jeden Fall ready und starten auf jeden Fall krass. Wenn du so viele... K-Shot habe ich noch vergessen. Ich dachte mir die ganze Zeit gerade, ich habe irgendeinen vergessen. Ja, K-Shot, unser Engel, unser liebevoller Sänger, der ist noch am Start. Rappt auch, also er wird auch Rap-Parts bringen. Schauen wir mal. Und wenn du so viele Künstler jetzt am Start hast, du bist dann quasi der Babo, der Manager oder was ist deine Funktion da? Also die Jungs nennen mich liebevoll Schuck, so. Aber ich sehe mich mehr so als Familienvater. So. Viele sind ja noch gar nicht irgendwie relevant. Kaffa, Bratte und Paco haben noch nie ein Video rausgehauen, waren noch nie irgendwie in der Rap-Szene unterwegs. Sie sind ganz frisch. Zani war bei Ambition Mosaik, bei Agro Picasso, der ist jetzt frisch zu uns rüber gewechselt. So, K-Shot macht schon lange Musik, der ist schon auch 15 Jahre am Start, aber mehr so semi-professionell gewesen. Jetzt ist er bei uns und ja, wir versuchen alles unter einen Hut zu bekommen. Ist halt schwer, wir machen alles self-made, Independent-Style und dann dauert es manchmal, aber es ist auf jeden Fall immer mit sehr viel Liebe gemacht und mit Motivation und Disziplin. Was habt ihr jetzt denn geplant? Wird jeder Künstler seine eigenen Projekte machen oder plant ihr einen Sampler oder wie kriegst du die ganzen Leute unter einen Hut? Weißt du?
Boah, also ich mache gerade mein Album, 19 Thesen. Es sind auch krasse Künstler mit drauf, wie Cavelli zum Beispiel. Celo Labit ist mit dabei und ein paar andere. Und mit K-Shot habe ich eine EP fast fertig. Auch 3 Tracks sind schon fertig oder so. Back to the Roots EP, die ist mehr deep mit Gesang und viele Feelings, viele Eindrücke vom Leben. Mit Carlos Rivas habe ich eine EP schon fertig, die liegt gerade beim Abmischen oder soll jetzt zum Abmischen kommen, besser gesagt. Das wird krass, das ist mehr so dieser Sommer-Dancehall, alle tanzen, alle flippen aus Style so. Dann hat auf jeden Fall Bratte und Paco haben zusammen eine EP, die ist jetzt fast fertig, da fehlt ein Track noch. Und Kafa und Bratte haben auch 2 Tracks von ihrer EP schon fertig. Also jetzt kommen auf jeden Fall sehr viele EPs. Raz hat eine Solo-EP komplett fertig, unentdeckt. Wird auch demnächst erscheinen mit noch einem extra Video. Ja, Mann. So. Alles dieses Jahr ist schon mal voll. Alles, also wir haben auch alle Feature-Anfragen für dieses Jahr gecancelt, außer mit außerstädtischen Feeds, mit denen wir praktisch so Label-Verknüpfungen haben. Zu Schizophrenic and Panic nach Hof zum Beispiel. Oder wie jetzt nach Weimar zu Bratcore und Vollblutmusik. Und in Passau der Disco. Also es gibt ein paar außerstädtische Feature, aber weil die eigentlich immer schon dabei sind. Also das sind Verknüpfungen, die habe ich mir über Jahre aufgebaut. So wie zum Cavelli zum Beispiel, ein sehr talentierter Rapper. Einer der krassesten in Bayern, Double Time mäßig. Muss man auf jeden Fall mal auschecken, leider total underrated. Aber das Album wird auf jeden Fall krass. Und um meine Standardfrage jetzt eigentlich mal wieder reinzuholen. Wie bist du zu Hip-Hop gekommen und wie hat das bei dir alles angefangen? Dass du überhaupt gesagt hast, hey, ich rap jetzt, hast du dir da zu Hause ein Headset hingestellt und angefangen zu rappen oder was ging? Also eigentlich bin ich Gras kaufen gegangen mit 12 Jahren so. Und die ganzen Eltern in der Hut haben auf einmal gerappt. Und ich habe einen neuen Nachbar bekommen damals. Und der war da schon voll auf MC Bastard und den ganzen Underground-Stuff. Es gab ja auch kein Facebook, kein YouTube, gar nichts. Also ja. MySpace war da gerade so im Kommen. So. Und dann später schon fast wieder im Gehen. Ja, war krass. Und davor habe ich halt viel Eminem gehört und D12 und Tupac durch meinen Bruder und Biggie und so. Das hat mir alles getaugt, die hatten coole Vibes und so, aber ich bin nicht so der englisch sprachbegabte Mensch. So. Mir hat es halt immer getaugt vom Vibe und von den Beats und ja. von den Flows musste immer schauen im Internet, was sagt er jetzt, was sprechen die überhaupt, wie meint er das und so. Und dann, wo das erste gekommen ist, Frauenarzt, MC Bastard, MC Boogie, Bassbox, Basssultan Hengst, Sido, Agro Berlin, das hat mich überschüttet. Also seitdem höre ich nichts anderes als deutschen Hip-Hop. Und dann hast du selber auch angefangen zu rappen, hast deine Texte geschrieben? Und hast ja, genau. Also ich habe dann angefangen bei Brownie Records, so. Das war in der Hood die Zentrale. So, da waren immer alle. Welche Hood? Ich komme aus der Mettensiedlung in Neuhausen, also direkt zwischen Moosach und Neuhausen, so. Genau an der Grenze. Damals haben sie in der Schule gesagt, der Außenstützpunkt von Stadelheim. So, ist eigentlich auch Realität, wenn man jetzt mal so schaut, wer alles eingesperrt oder tot ist oder abgeschoben. Entsprach das wirklich der Realität. Meine Lehrerin hat auch immer gesagt, ihr seid nicht in Harlem und so, weil wir waren schon echt ganz anders unterwegs. Und wo wir angefangen haben auch zu rappen, wir dachten, wir sind die einzigsten Rapper in München. So. Ja. Es gibt keine anderen, wir kannten keine anderen, wir waren nur in unserer Hut. Und das hat auch echt für die damalige Zeit gut gepasst, also kann ich mich nicht beschweren. Und dann hast du deine ersten Songs veröffentlicht und so? Was ist dein erstes Ding? Ja, auf jeden Fall. Das war kurz vor meiner ersten Haft. Und da Absturz nur mit einem Foto drin und so. Hat Gonzo Beats damals für mich gemacht. War ganz nice. Waren 2 Tracks, glaube ich. Haben ohne Video 3000 Klicks erreicht. So. Da war YouTube auch ganz neu am Start. So. War cool. Der Hund schnarcht ja hart. Der pennt oder ist eingeschlafen? Ja. Ist halt ein kleiner Molosser. Ja. Ein bisschen verdeckt, aber ja, lass mich schlafen. Knast hast du angesprochen gerade, du bist ins Gefängnis gekommen, weil? Ja, wegen Handel und verschiedener Sachen, aber am Ende war es halt dann der Handel. Wie alt warst du da? 19.
Erste Haftstrafe mit 19. Genau. Wie lange warst du drin? Die erste Strafe war dann, 1 Jahr war ich in Haft und 6 Monate dann in Therapie. Jugendgefängnis. So, nein, ich wurde gleich rausgenommen. Echt? Also ich wurde verschubt bis nach Ebrach. So, Ja, Ebrach ist ja Jugend, oder? genau. Und dann haben die mich gefragt nach einer Woche im Zugangsgespräch, so hier, da, bla bla bla. Wie stellst du dir das hier vor? Und dann habe ich denen gesagt, ich stelle mir hier gar nichts vor. Ich will zurück in den Erwachsenenvollzug. Mit den Kindern boxe ich nur jeden weg. Die haben gleich gesagt, ja, wir haben das schon notiert, schon von vornherein und so. Wir managen das, bla bla bla. Dann war ich nach 6 Wochen, bin ich nach Landsberg gekommen. Aber E-Vollzug ist auch besser als Jugendvollzug. Also alleine dieses, der Auf jeden Fernseher Fall, wird aber abge- man sieht halt schon krasse Sachen, also muss ich ehrlich sagen. Also mich hat schon beeindruckt. im E-Vollzug stattzufinden. Also vor allem Landsberg so, du kommst da rein, das ist einer der letzten Kreuzbaus, du weißt, Adolf Hitler war da schon im Knast Ja. so. Ich war auch in Landsberg. So, du gehst rein, schaust mit 19, so Mörder sind da, Vergewaltiger, Kinderficker, Ja, ich Leichenficker, weiß, alles was- mögliche. Richtig ekelhafte Menschen. Und du denkst dir so, Oida, ich bin hier nur wegen Gras. Und mein Ja. Zellnachbar hat aber seine ganze Familie abgeschlachtet. So. Also Stimmt so und schon. so. Also es gab da natürlich auch sehr viele gute Leute. Ich hatte sehr viel Spaß dort. Gab es eine Story, die du im Knast erlebt hast, die krass war so? Wo du gesagt hast, wow, heftig, das habe ich jetzt gesehen und das fand ich irgendwie crazy. Oder hat dich das zum Umdenken animiert? Also das krasseste Erlebnis in Haft war, als ich meinen Spätzl, mein Jugendfreund, der mit mir gehockt ist, der Wechbi, sich selber umgebracht hat. Das war schon eine heftige Nummer, weil das auch eigentlich nicht mit rechten Dingen zuging. Er hätte gar nicht alleine untergebracht werden dürfen in einer Einzelzelle. Ich kenne so eine Story. Aber die wollten sein Handy catchen damals und so, haben es nicht geschafft. Haben dann letztendlich gesagt, so jetzt gehst du in eine Einzelzelle, weil dann hast du mehr Zeit zum Telefonieren. Und das Ende vom Lied, 3 Tage später hat er sich halt weggemacht und ist schon mit dem Leichenwagen abgeholt worden in Landsberg. Das war so mit Abstand das Krasseste auf jeden Fall. So ist es eklig, ja. Also wir hatten damals auch sowas, dass sich so ein Kerl erhängt hat, 3 Zellen weiter von mir. War schon krass, Alter. Und dann bist du aber wieder rausgekommen und hast ganz normal weitergemacht, dein Ding. Oder halt weiter Musik Ja, ich gemacht. war halt dann auf Therapie im Endeffekt so. Und die Therapeutin hat erkannt, dass Rappen mir liegt und dass ich mich mehr oder weniger berausche, um ruhig zu bleiben. Und hat mir dann die Möglichkeit gegeben, dort einen Track aufzunehmen. Und dann hat es eigentlich erst so richtig angefangen. Dann hatte ich dort auch einen Auftritt, so vor 100 Leuten. Und dann bin ich nach München gekommen. Dann ist mein Cousin zu mir gekommen, Misha Videoproduktion, mit dem ich dann Block Hustler gegründet habe später. Der hat dann zu mir gesagt, ja, du musst weiter rappen und so, dies und das. Hat mich dann zu Südsyndikat gebracht. So, dann war ich bei Südsyndikat, beim AK70 und beim Wiesal. Da ist dann Ghetto Blaster rausgekommen und dann hat es eigentlich schon direkt angefangen. Also nach Ghetto Blaster war es erstmal Schicht im Schacht. Ganz München war auf den Kopf gestellt, war gut, war geil. Rambazamba gemacht, Tracks rausgehauen. Und du hast doch einen Song für FC Bayern gemacht? Ja, genau. Da habe ich mich dann schon getrennt gehabt vom Südsyndikat. Da gab es dann Meinungsverschiedenheiten und Managementprobleme. So würde ich das heutzutage bezeichnen. Und habe mich dann praktisch selbstständig gemacht mit Block Hustler, mit meinem Cousin. Haben wir gesagt, komm, wir machen dieses Label. Und haben dann mein Wohnzimmer auf der Straße am Rotkreuzplatz mit einer Axt zerhackt, so dass Platz ist für Studio. Und haben dann da das erste Studio reingebaut. Und dann einen FC Bayern Track aufgenommen. Nee, das war dann noch gar nicht so. Ich habe dann erstmal mit dem TZA Musik gemacht. Der war früher gut am Start in München. Was ist mit dem jetzt eigentlich? Der ist weg, oder? Macht der Der noch Musik? lebt jetzt in Augsburg. Der ist jetzt bürgerlich geworden. Also der macht keine Musik mehr. Ah, okay. Ja, der war ja damals auch am Start. Der hatte noch einen sehr bekannten Song. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er heißt, aber ich kenne TZA auf jeden Fall noch von damals. Wut war das. Ja, genau, vor 10 Jahren oder so. Also er war damals der erste so mit 200.000 Klicks auf YouTube auf jeden Fall. Ja. Ging steil. Und ja, dann hat mich irgendwann der ABMC angeschrieben, also weil ich immer Bayern-Hoodies in meinen Videos angehabt habe, auch bei Ghetto Blast und so. Hat gemeint, hey, du bist doch auch, dich kennt man in der Szene, bla bla bla. Machen wir zusammen ein Lied für Bayern und so. Und ich so, ja, kein Problem. Ich pick einen Beat, den habe ich damals
dann gefunden und habe ihm den geschickt und dann meinte er auf einmal, ja, du machst zu harte Musik. Ich kann das nicht mit dir rausbringen, weil du machst einfach zu harte Musik, das passt nicht zu dem, was ich mache. Und dann dachte ich mir, okay, du wolltest einen Hooligan-Track machen und jetzt bin ich dir zu hart, egal, ich mach das alleine. Und dann habe ich das alleine gemacht. Er hat ja dann auch noch einen anderen Song gemacht für Bayern, gell? Mehrere. Der ist ja so FC Bayern. spezialisiert, so Südkurven-Songs, mehr oder weniger. Aber weißt du, wie er heute ist? Nee, auch gar kein Kontakt. Ich habe den irgendwo mal, ich habe glaube ich noch auf Facebook. Mittlerweile hat er lange Haare, meditiert in Bergen und so. So schaut er auch aus. Ja. Schon davor. Na, aber Spaß beiseite, also keine Ahnung. Der hat ja auch dann was mit dem Doc gemacht. Schöne Grüße hier an Doc. Doc ist auf jeden Fall ein krasser Rapper. Der ist beim T-Delight mit dem Label. Schöne Grüße an die Jungs. Sind auch aus Neuhausen, sind gut am Start. Azo 70 ist bei denen auch unter Vertrag. Und ja, die ballern auch auf jeden Fall mies. Aber hast du Kontakt mit der FC Bayern Szene? Du bist ja Bayern-Fan, bist du da irgendwie am Start? Ja, ich kenne halt die ganzen alten Hools, weißt, und auch die Jüngeren, die damals dann bei der AFM waren und so. Ich selber war nie aktiv, so, weil ich hatte gar keine Zeit für das. Ich war immer am Hustlen, immer am Cash organisieren oder am Muck machen oder nach Thailand fliegen oder irgend so ein Scheiß halt. So, wenn die mich gefragt haben, so, wer in England zu Gast war oder so, da habe ich mich natürlich bereit erklärt, mitzugehen. War aber nicht der Fall so. Die Jungs sind dann auf Undercover alleine, haben sie das Lokal damals gestürmt. So im Nachhinein muss ich sagen, besser, dass ich da nicht dabei war, weil haben es auch alle einen Haufen Geldstrafe gezahlt später und so. Und, was bei Chelsea-Bayern-Finale, oder was? Genau, ja. Ja, da war ich in der Innenstadt, Digga, da war auch richtig krass. Ja, das waren meine Jungs damals. Also, was heißt meine Jungs? Viele Leute, die ich kenne. Aber du warst auch als Türsteher, hast du gearbeitet oder arbeitest du immer noch als Türsteher? Ja, ich habe bis letztes Jahr in Beverly Hills die Türe gemacht als Türsteherchef, 2,5 Jahre. War eine schöne Zeit, ist auf jeden Fall auch ein cooler Laden. Haben jetzt auch coole neue Besitzer. Auf jeden Fall strahlt's mal da vorbei und DJ Icecap legt da auch auf jetzt mittlerweile. Und ist halt ein kleiner Laden, muss man dazu sagen, aber ist halt ein Szene-In-Laden, also da trifft man auch mal den Undercover 089 zum Beispiel oder Arco Picasso war auch öfters da, wo ich da noch an der Türe war. So, der hat mir damals geschrieben, schade, dass du nicht mehr an der Türe bist, jetzt kommen wir nicht mehr rein. So, weil ich habe die Jungs natürlich immer reingepusht, ist klar, so, man hilft sich ja, wo man kann, aber leider ist das jetzt auseinandergegangen. Jetzt keinen Bock mehr auf Türsteherei, oder? Nee, ich war dann fertig mit meiner Umschulung. Ich habe eine Ausbildung nachgeholt, weil ich Vater geworden bin. So. Und die war vorbei und dann war das eigentlich auch für mich vorbei an der Türe. Weil auch das mit Block Hustler wollte ich jetzt dann mal richtig aufziehen. Mittlerweile mache ich selber die Videos unter Creative Production Munich. Und weil mein Cousin ist nicht mehr in München, der ist in Hannover. Schöne Grüße auch an ihn, melde dich mal. Man könnte mal paar Tipps von dir bekommen, aber bist ja auf tot gestellt. Und so ist es halt. Man struggelt halt, wo man kann, weißt. Und du hast gerade schon Undercover und Acro Picasso und so angesprochen. Was hältst du denn gerade von der aktuellen Szene in München so? Mit wem bist du cool so? Wen feierst du? Und was denkst du, was in München das Problem ist, dass München nie so groß geworden ist wie andere Städte? Also andere Städte, du weißt, Hamburg, Frankfurt, Berlin, auch Millionenstädte, weißt du, immer hier am Charts breaken. Und, ja, das hat auf jeden Fall mehrere Gründe, warum München nicht am Start ist, nicht nur ein. Was ist denn einer? Also generell feiere ich auf jeden Fall die Sachen von Ambition, wo Akku auch da ist, einfach nur weil sie die Disziplin an den Tag legen und wirklich ein Release nach dem anderen rausballern und das auch alles schon ausschaut nach geplanten Videos. Also stecken wirklich Energie rein und den einen oder anderen Track feiere ich auch nicht alles, aber das ist auch normal. So, ich glaube, man feiert nie von einem Künstler alles. Er ist auch auf meiner Playlist in Spotify und ich teile seine Videos in meine Gruppen. Ich habe mehrere so Supportgruppen, was sich mal mehr Leute vielleicht anschaffen sollten, so wenn die wollen, dass hier in der Stadt was läuft. Und dann bin ich mit Southside Illegal noch cool, mit dem Wiss und mit den Simon. Auf jeden Fall sehr stabile Jungs. Und mit Takino bin ich auch cool. Das sind so ein bisschen Jüngere aus Messestadt Ost.
Die bauen das aber ganz gut auf, die sind gut dahinter, die machen guten Druck da und sind auch bereit, sich musikalisch zu verändern. Die verfolge ich auch. Also generell bin ich sehr, sehr verbunden zur Münchner Rap-Szene eigentlich. Ich mache auch selber Veranstaltungen. Die erste war am 6. Januar gewesen. Und dann kam leider Corona, Battlefield 089, aber wird es auch definitiv wieder geben, sobald dieser Corona-Schwachsinn mal vorbei ist. Wen hattest du da wer ist da aufgetreten? Da ist zum Beispiel Carlos Rivas aufgetreten, da habe ich ihn praktisch mir geschnappt, so, weil der echt krass war. Und Zani ist da aufgetreten als Gastauftritt, Takino ist da aufgetreten, dann Shishko ist da aufgetreten und so ein paar andere, also war schon was los. War So schon Peace okay. Camp-mäßig, oder? Nee, wir wollen ganz in eine andere Richtung. Also den Bushby kenne ich auch, den Bushbayer. Der ist ein guter Typ. Ich feiere, dass er so sich für die Münchner Hip-Hop-Szene einsetzt, Leuten eine Stage geben will, aber wir wollen schon mehr in Richtung Professionalität. Also es werden nur Rapper genommen, die wirklich eine Show haben. Das Battle läuft noch, das gibt es bei Peace Camp gar nicht, dass ein Battle stattfindet. Ach, ihr macht Live-Battles, oder was? Ja, es gibt bei uns Live-Battles auf jeden Fall. Und wir wollen das dann alles koppeln, so mit Live auf YouTube und bla bla bla, wenn das mal alles so fit ist. Aber wie gesagt, wir machen alles self-made, alles hat Zeit, aber ich glaube, dann wird es auch am Ende gut. Wie laufen die Battles ab dann? Mit Beat oder ohne? So Mit Beats. Immer 4-4. jeder 4 Lines und dann entscheidet das Publikum, oder? Genau, So 8-Mal-mäßig. genau, das wollen wir erreichen. Diese 8-Mal-Vibes. Jetzt sind wir wieder am Punkt Eminem, habe ich immer gehört als Kind so. Und genau das ist auch, was München fehlt, diese Competition. Weil hier ist jeder auf einem Kuschelkurs so, aber supportet nicht. So. Wenn du schon jedem Props gibst, so, jeder, der dir über den Weg läuft, ist auf einmal cool, so, dann post auch die Menschen. So Undercover-Hater. Ja, so ist es. So, ich habe auch ein paar Sachen hier gesehen, aber auch generell, jeder sagt immer, ja, die gönnen nicht und die Leute teilen nicht und so. Aber es ist hier so, weil die Künstler so sind. Schau mal auf die Timeline von denen, scroll 5 Jahre zurück, schau, ob die einen Künstler gepostet haben aus München, mit dem sie keine Musik machen, mit dem sie nicht in Zukunft zusammenarbeiten werden oder zusammenarbeiten wollen. Und du wirst sehen, es macht keiner. Also sehr wenige. Sehr wenige pushen wirklich selber. Und das ist halt dann das Traurige, weil du kannst nicht von dem Zuhörer das erwarten, was du selber nicht bringst. So. Zum Beispiel, ich habe 4 Supportseiten, so, wo ich alle Münchner poste und wenn mir jemand was schickt, auch aus anderen Städten so. Wir haben eine Labelgruppe, wo auch jeder Rapper seine Videos reinposten kann. Ich habe eine München 089 Playlist in Spotify, auf die jeder Münchner draufkommen kann, wenn er will so. Und das sollten halt viele machen. So. Münchner sind anders ist meine Seite, Münchner Untergrund Hip-Hop ist meine Seite, Exklusiv-Support ist meine Seite, Hustlers for Life ist meine Seite, so, das sind alles meine Seiten so. Aber ich push mich damit nicht. Aber wenn ich später in Interviews höre oder generell auch auf der Straße, wenn ich mit den Leuten rede, so, ja, es pusht keiner, es kann keiner, das Ding, ja, fangt mal an zu pushen und zu gönnen. Dann würden es vielleicht andere euch nachtun und auch mal andere pushen. Weißt du, wie ich meine? Ja, schon. Das die gegenseitige. Das ist das Problem. Das ist das große Problem. Und das andere Problem, wie gesagt, ist hier, dass sich Leute nicht mögen, aber die Competition fehlt so. Es gibt keine Diss-Tracks auch, gell? Das meine ich. Das kommen wir wieder auf 8 Mile zurück. So. Ja. Das ist Teil der Kultur normalerweise. Dass man So. dass man sich misst, quasi auch einfach Genau, am so. Rap-Skill. Oder du arbeitest zusammen. Aber egal, was du von beiden Sachen machst, mach's gescheit, weißt du, wie ich meine? So. Wenn du eine Szene aufbauen willst in München und Hype kreieren willst in München und willst, dass Künstler gepusht werden, so, dann musst du die teilen, egal ob du davon was hast oder nicht. Ja. So. Genauso wie du dich selber auch teilst, weil das ist einfach das ganz große Problem, diese Ego-Tour, aber nach außen hin, wir sind alle eine Fam, wir sind alle cool und down miteinander, aber keiner teilt die Videos von dem anderen. So. Und eigentlich sind ja Rapper und Artists die besten Multiplikatoren, die es gibt, so. Weil die haben ja Fans.
Ich Ja. meine, ein normaler Marc, Klaus, Ahmed, Ding, der 50 Freunde auf Facebook hat, wenn der mein Video teilt, das ist cool, dass er es teilt. Ich hoffe, dass es ihm taugt, dass er es pumpt und so. Aber am meisten würde es natürlich bringen, wenn das Leute teilen, die auch eine kleine Fanbase haben, so, wo es halt nochmal rumgeht, wo nochmal Reichweite erzeugt wird, Interaktion erzeugt wird und so weiter. Kennst du Cavelli? Cavelli ist bei mir auf dem Album, ja. Ich habe mal der hat diesen Song gemacht jetzt mit Feuer, diesen Feuertrack. Genau, ja, der ist auch bei mir auf der Playlist. Ich habe mal mit Cavelli geschrieben darüber, weil der hatte irgendwie einen Song, ich fand den cool, ich habe den auch geteilt und bla bla. Was hat er geschrieben? Er hat irgendwas in Facebook geschrieben, er so, ich poste Sachen, ich gönn nicht, alles in Forzen oder so, weißt du. Ich habe dann so, was ist los? Hab dann kurz mal mit dem Dialog gehabt und er hat gesagt, er postet seit 10 Jahren Leute, weißt du, und er bekommt nichts zurück. Und genau so ist es. Und das ist das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Cavelli zum Beispiel mit Double Time ist einer der begnadetsten Künstler überhaupt. In Bayern so oder so. Ich habe keinen in Bayern gehört, der eine bessere Double-Time-Technik hat wie ihm. Außer noch einen, der aber nie was aufgenommen hat, weil er einfach disziplinlos ist. Thomas, du weißt Bescheid, meld dich. Aber er wird halt einfach, ich weiß nicht, an was es liegt. Vielleicht sind seine Videos nicht cool genug oder seine Fresse passt den Leuten nicht oder so. Aber teilt mal Cavelli. Also, ich habe mal auf den Cavelli hat's echt reagiert. drauf. Ich glaube, ich habe mal auf den reagiert. Ich fand den auch eigentlich ganz cool so. Ja, Cavelli auf jeden Ja, Fall. schade, dass ich jetzt den Track nicht anmachen kann. Hasta la Muerte, das ist mit Cavelli vom 19 Thesen-Album. Das ist auf jeden Fall ein Hardcore-Brett. Das werde ich dir mal nach dem Interview vielleicht vorspielen, wenn du Bock hast. Ja. Auf jeden Fall seid gefasst, dass aus ganz Bayern demnächst überall Bomben kommen. Also auch was die Jungs von Schizophrenic and Panic in Hof machen. So, manche würden sagen, das ist Franken, nicht Bayern, aber sagen wir mal, das ist Bayern. Auf jeden Fall auch krasse Künstler. Aber nochmal auf dieses Live-Battle-Ding zurückzukommen. Wie läuft es denn ab mit den Runden? Also man meldet sich an, angenommen jetzt ein Rapper meldet sich an und Eigentlich ist es ganz einfach. Du meldest dich an, so, entweder vor Ort oder im Internet. Vor Ort kann dir halt passieren, dass kein Platz mehr ist. So, dann kommst du wie eine Tombola, zack, zack, wird ausgelost, mit wem du battlest und dann ist es einfach K.O.-System. Wer am Ende steht, steht. je nachdem wie viele da sind. Und wird das komplette Battle an einem Abend durchgezogen oder gibt es dann Runden? Das Battle findet immer an einem Abend statt, erstmal am Anfang, weil man ja auch gar nicht weiß, wie viele in München überhaupt generell bereit sind zu battlen. Aber da ich bei Rap am Mittwoch auch am Start war, als die zum ersten Mal in München waren, bin ich überzeugt, dass es hier genügend Leute gibt, die Battle Rap feiern und die auch finden, dass es Battle Rap in München geben muss. Und wir haben auch krass viel Resonanz bekommen von Leuten, die gar nicht beim Event waren, aber von anderen Leuten das im Nachhinein mitbekommen haben. Und haben wir zahlreiche Mails bekommen mit Gott sei Dank bringt einer den echten Hip-Hop nach München und München hat der Battle gefehlt und gut, dass ihr das jetzt macht. Und was bekommt der Gewinner? Erstmal bekommt er natürlich Fame und das kommt dann immer auf den Abend drauf an und auf die Location, weil wir haben keine feste Location. Das erste Battlefield 089 war jetzt in Beverly Hills. Aber wir wollen nichts mehr unter der Woche machen, deswegen sind wir auf Location-Suche aktuell. So, und dann wird es darauf ankommen, was das für Locations sind, wie viele Leute passen rein, wie viel Geld kann eingenommen werden. Und dann, je nachdem, wird ein Preis auf jeden Fall geben für den Gewinner und auch natürlich für den Vizegewinner. Also ein bisschen Cash ist dann auch noch am Start für den Gewinner. B-Rabbit? Ja, 8 Mile, das habe ich vor 2 Wochen erst wieder geschaut. Das ist ein Film, den kann man sich aber auch immer wieder geben irgendwie. 8 Mile ist ein krasser Film, Mann. Ja, es zeigt halt den richtigen Hip-Hop, da wo er halt herkommt, von der Straße. Ja, Mann, das ist schon richtig. Und Zukunft haben wir schon gesprochen. Was ging denn jetzt in der Corona-Zeit? Was hast du gemacht? In der Corona-Zeit habe ich eigentlich das alles aufgebaut. Da sind die Deals entstanden zwischen Kaffa, Bratte und Paco. Zani hat sich in der Zeit entschieden, zu uns zu wechseln von Ambition Wie kam es Mosaik. dazu eigentlich? Ich habe gedacht, der ist eigentlich Ambition Mosaik und so. Der war bei Ambition Mosaik, aber letztendlich denkt er wahrscheinlich, dass er besser zu uns passt. Ich kenne den Zani schon lange. Seinen ersten Gibbet haben wir zusammen genossen damals.
Und wir waren immer gut im Kontakt. Ich wollte aber keine Künstler wegschnappen. Ich bin nicht so ein Mensch, der irgendwie zu anderen geht und sagt, hey, scheiß mal auf die, komm lieber zu uns oder sowas. Und ihm hat es getaugt, wie ich das gerade aufbaue und wie ich die Künstler auch pushe. Weil wir haben auch zum Beispiel der Fatal 45, der ist noch relativ frisch in der Szene und so. Der ist halt unser Küken. Aber trotzdem wird jeder gleich respektiert und gleich gepusht. So, bei uns gibt es kein Zugpferd, bei uns wird nicht die Struktur auf einen einzelnen Künstler aufgebaut. Wir haben wie Crews ineinander, weißt du, wie ich meine? Zum Beispiel Paco, Kaffer und Bratte, die sind davor schon eine Crew gewesen. So. Die werden auch natürlich noch viel zu dritt machen, aber auf dem Block-Hustler-Sampler werden halt alle drauf sein. Und auch untereinander gibt es natürlich viele Singles, die so nebenbei einfach auf Spotify erscheinen werden. Auf jeden Fall könnt ihr gespannt sein, weil wir decken auf jeden Fall jetzt sehr viel ab. Also Zani ist ja mehr so wie Akko Picasso, mehr so Boom-Bap-Rapper. Und die 3 Neuen, die bringen halt dieses New School Feeling, die machen viel auf Drill und auf Trap. K-Shot bringt die Nostalgie des Gesangs und die Leidenschaft mit. Mikos ist unser verrückter Professor, der sich im Keller einsperrt und alles abmischen muss und der eigentlich nur alle beleidigt die ganze Zeit, aber letztendlich immer gute Arbeit leistet. Und Rez ist halt unser Bravo-Rapper, sage ich immer. Mit seinen blonden Haaren und seinen blauen Augen ist halt covertauglich. Und wenn du so viele Rapper jetzt habt, dann habt ihr ja auch wahrscheinlich eine stabile Live-Show dann irgendwann, oder? Live-Gigs habt ihr dann auch geplant? Also bei Battlefield 089 ist ja klar, dass zwischendurch immer mal wieder ein Hustler auftritt auch. Und auch meine Jungs machen selber mit bei Battles, also die werden nicht geschont. So, das ist Pflichtprogramm, dass man hier und da mitmacht, so, weil das einfach zum Hip-Hop gehört. So, man kann ja auch vom Battle ausmachen, so nichts gegen Familie oder gegen Religion zum Beispiel. So genau wie bei Rapper Mittwoch. Das können die Künstler entscheiden, aber Tatsache ist, dass das Competition ist und natürlich muss ein K-Shot das nicht unbedingt machen, obwohl der am meisten Bock drauf hat, so, weil normalerweise ist ja sein Image nichts, was mit Battle zu tun hat. Ja. So. Er ist mehr der Frauenversteher und gleichzeitig Frauenhasser und emotional auf einem ganz anderen Level. Aber der hat halt Bock drauf. Der ist Hip-Hop, der macht das auch seit 17 Jahren. Der ist der Erste, der dabei ist. So. Aber generell natürlich, wenn ein Rapper Tracks rausbringt, wo er andere schon battelt oder irgend so ein, wie sagt man, so eine Illusion wegbattelt einfach so, dann erwarte ich auch, dass er das live auf der Bühne bringen kann. Und das ist natürlich München als Hometown so, ist natürlich auch immer gutes Training, wenn du später in anderen Städten Auftritte machst. Zum Beispiel mit dem Rez bin ich letztes Jahr sehr, sehr rumgekommen, als wir noch zu zweit waren. So. Wir hatten Auftritt in Passau, Auftritt in Frankfurt, Videodreh Amsterdam, bla bla bla. So, wir schauen auch, dass wir nicht alles in München machen. So. Mit K-Shot drehe ich gerade auch zum Beispiel ein Video auf der Zugspitze. Und es macht einfach Spaß, so von vielen Leuten Ideen mitzubekommen, Vibes mitzubekommen, auf die man vielleicht selber gar nicht gekommen wäre. Und das macht halt dann am Ende die Musik aus. So. Und das spürt man und die Jungs sind alle geil und sehr motiviert. Und ich bin sehr stolz auch, dass sie mir das Vertrauen gegeben haben überhaupt, so, dass ich für die das Management übernehmen darf, so, dass die unter Block Hustler rappen, dass die mein Label repräsentieren. So. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr stolz auf die Jungs. Noch eine andere Frage, die mich interessiert. Du hast das Chris Ares Interview gesehen von uns? Habe ich gesehen, ja. In letzter Zeit sind immer mehr Videos, also jetzt nicht mal, also Chris Ares habe ich jetzt angesprochen, weil das ein sehr, sehr crazy Thema ist. Er ist ein Deutscher so. Ich bin auch ein Deutscher, einer. Ja, wollte ich gerade sagen. Er ist sehr, 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 sehr krass in der Kritik gerade, wird gerade von Amazon weggedingst und alles Mögliche. Das halte ich für nicht richtig. Nicht richtig? Wollte mal sagen, wie hältst du das, also was sagst du dazu, wie er sich in der Öffentlichkeit präsentiert? Und also er spielt mit Themen, mit denen man nicht spielen sollte. Ich bin absolut kein Fan von ihm. Mir taugt seine Musik auch nicht. Ich finde auch, dass er technisch gesehen kein guter Rapper ist, auch wenn man mir das selber nachsagt und so. Und der Absturz habe ich auch den einen oder anderen Takt nicht richtig mitgenommen und so. Aber einfach meine persönliche Einschätzung ist, er spielt halt mit Sachen,
dass er schneller in die Publicity kommt. Trotzdem halte ich es für falsch. Ein Artist ist immer ein Künstler, weißt du, wie ich meine? Und wenn du eine Kunst verbietest, wird sie noch interessanter. Wir hatten das Thema vorhin so kurz mal. Und im Endeffekt wird er am Ende vielleicht sogar mehr Boxen verkaufen, weil Amazon ihn rausgeschmissen hat. Und sicherlich wird er mehr dran verdienen, wenn er das alleine macht, auch wenn er mehr Action hat. So. Aber wie gesagt, wenn es den Leuten taugt, sie sollen sich das anhören, so. Aber mein Geschmack ist es nicht und auch nicht meine Philosophie vom Leben. So, ich bin für Competition und für Battle und ich bin auch für Meinungsfreiheit und ich bin auch dafür, dass man seine Werte vertritt, mit denen man groß geworden ist. So. Aber ich bin nicht dafür, dass man anderen Leuten, egal ob es wegen der Herkunft, Religion, Hautfarbe, dies, das ist, irgendwie vorwirft, dass das Land oder man selbst vor die Hunde geht, weil das Land und man selbst hat immer noch, man hat sich selbst in der Hand. Weißt du, ich meine so, du brauchst keine Schuld bei einem anderen suchen. Wenn du ein Versager bist oder wenn dein Land versagt, so, dann ist das nicht die Schuld von jemand anderes. So. Das ist die Schuld von demjenigen, der das Land führt oder von dir selbst. So. Mal abgesehen davon, dass ich Multikulti liebe, so, meine Frau kommt aus Bulgarien, so, Deutsche Ausländer hieß mein letztes Album, das gerade bei Spotify ist. Haben wir auch Video gedreht in Bulgarien. So, ich habe Fotoshooting mit Papa Design gehabt letztes Jahr für seine Sommermode-Kollektion. So, das ist auch ein Afrikaner. So. Und ich finde das dumm, wenn man sich selber kulturelle Wege verbaut. So. Und noch dümmer finde ich es, einen anderen die Schuld zu geben für seine eigene Dummheit. So. Weil wenn dir was nicht taugt, dann sei einfach der erste Mensch, der das ändert. So. So mäßig, ich habe keine Arbeit, Ausländer ist dran schuld. Ja, das ist freilich. Ja. Oder jetzt werden alle Muslime. Okay, du hast Angst, dass alle Muslime werden, dann geh öfter in die Kirche. Weißt du, ich Kirche supporten, so, ja. So, dann zeig deinen Kindern, keine Ahnung, unser Gott ist schön, auch in der Kirche, so. Hast du das in Oder Stuttgart? was heißt unser Gott? Eigentlich, es gibt nur einen Gott, egal welche Religion, aber du weißt, was ich meine. Ja, so. So, die Leute haben noch nie die Bibel gelesen, aber sagen, jeder Muslim ist Terrorist und so eine Haltung ist einfach gefährlich und falsch. Hast du das in Stuttgart mitbekommen? Was ja, die auf jeden Fall, wie sie da randaliert haben und die Stores ausgeräumt haben und so, auf jeden Fall habe ich das mitbekommen. Wurde ja auch irgendwie durch einen Rauschgiftfall ausgelöst, habe ich gelesen. Ja, irgendwie so. Der dann zur Eskalation geführt hat. Aber das ist wieder eine andere Sache. Die Leute haben kein Geld mehr, so generell, egal ob Ausländer oder Deutscher. Es gibt keine Mittelschicht mehr. Und dass es in solchen Ländern dann irgendwann kracht, sieht man ja am besten am Frankreich so. Keine Ahnung. Ja. Und klar ist es nicht schön, wenn Polizisten, auch wenn ich jetzt kein Polizeifreund bin, es ist trotzdem nicht schön, dass man einen Polizisten einfach attackiert, so aus dem Nichts. Aber, diese Kick da, den er gekriegt ja, genau. hat. Aber trotzdem muss ich sagen, vielleicht war es mal nötig, dass ein Zeichen zu setzen, dass die Politik wieder näher ans Volk muss. So. Und das ist nämlich genau das, was hier falsch gelaufen ist. Nicht die Flüchtlinge sind falsch gelaufen, sondern es ist einfach falsch gelaufen, dass die Politik den Bezug zum Volk komplett ignoriert hat. Und das rächt sich halt jetzt im Nachhinein, meiner Meinung nach. Hoffen wir mal, dass sowas nicht in München auch noch passiert. Also, man kann davon ausgehen, dass es auch irgendwann in München passieren wird. In München, was in München sehr stark war, war die Black Lives Matter Demo. Black Lives Matter Auf jeden Demo Fall. hat 25.000 Demonstranten gehabt. Warst du auch da? Ich war kurz da, weil ich eigentlich was besorgen wollte in der Stadt und dann bin ich wieder gefahren, weil ich meinen Sohn dabei hatte. Aber auf jeden Fall ist es eigentlich, ja, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber wenn in 5 Tagen oder so nicht alle Krankenhäuser voller Corona-Patienten sind, dann könnte man ja mal langsam wieder zusammenrücken, oder? Abstandsregeln und so. Abstand, Mundschutz, keine Berührung, kein Ding. Macht's die Bordelle wieder auf, lasst die Leute wieder lieben, sich umarmen auf der Straße, alles ist gut. Corona ist vorbei oder gab's nie oder wie auch immer. So,
es ist immer schlimm, wenn alte Menschen in ein Land sterben durch irgendeine Epidemie oder Krankheit oder wie auch immer. Aber man muss halt auch den Leuten jetzt wieder die Chance geben, dass sie ihre Familie ernähren können. Und solange das nicht gewährleistet ist, wird jede Demonstration, egal ob das jetzt gegen den Staat ist, ob das Black Lives Matter ist oder irgendwas ausarten, weil die Leute keinen Bock mehr haben. So. Zu Hause Das ist rumzuchillen. einfach, Ja. das ist Fakt, die haben keinen Bock mehr. So. Die wollen arbeiten gehen, die wollen ihre Familie ernähren, die wollen zu Isa gehen, die wollen mit den Kumpeln Bier trinken gehen, die wollen vielleicht mal in den Club tanzen, so. Die haben keinen Bock mehr, sich wie nach dem Zweiten Weltkrieg einsperren zu lassen. So. Und wenn die Politik dieses Gefühl nicht regulieren kann in der Bevölkerung, dann wird es immer wieder eskalieren. Genau wie in Stuttgart. Ja. Gut, dann wollen wir noch mal kurz auf dein nächstes Release zu sprechen kommen. Du machst jetzt ein Album, hast du gesagt. Ja, das heißt 19 Thesen. Wie viel hast du denn schon? Wie viele Songs? 10, Wie viele sollen drauf? 19. Deswegen 19 Thesen. Hast du schon, ja, macht Sinn. Hast du schon einen Plan, wann das rauskommen soll? Der Plan war eigentlich Ende des Jahres, also eigentlich im August war der Plan, aber dadurch, dass wir jetzt mal ganz schnell 3-mal so viele geworden sind wie davor, so kann es sein, dass es vielleicht ein bisschen verrückt. Aber die ersten Singles werden auf jeden Fall jetzt im Sommer kommen, weil das auf jeden Fall Party-Tracks sind teilweise und einfach zum Sommer passen und es wäre einfach sinnlos, das liegen zu lassen und dann im Dezember bei 3 Meter hohen Schnee in Bulgarien zu releasen oder so ein Schmarrn, weißt du? Ja, Sommertracks im Dezember so. Ja. Das macht halt keinen Sinn. So. Deswegen kommt es vor als Single raus, die sind auch schon fertig so. Und die deeperen Sachen vom Album werden jetzt sind gerade in Produktion. Ich warte gerade wieder auf Beats, weil das ganze Album wird auf Mikos Beats sein. So. Und ja, Qualität braucht seine Zeit und wir werden uns diese Zeit nehmen. Und genauso werden wir es auch bei jedem anderen Künstler bei uns machen. Wir werden nichts mehr releasen, was halbherzig ist oder was nicht bis zum Ende ausproduziert ist oder was auf schnell gemacht ist. So, das sind alles geplante Sachen und genauso wollen wir es auch dann veröffentlichen natürlich. Dass alles zur richtigen Zeit kommt, am richtigen Ort, am richtigen Platz. So. Das wurde halt früher viel drauf geschissen, einfach raushauen und am Ende hast du keine richtige Promo auf kein Video. So. Okay, ja, macht Sinn. Ich wünsche viel Erfolg. Willst du noch jemanden grüßen? Ich denke, würde sagen, also auf jeden Fall Gruß an alle meine Jungs in Haft, so. An Marco, an Koma84, an Della Ghetto auf jeden Fall, an Bostler 19. Bleibt stabil, ihr seid bald wieder draußen. Ich hoffe, euch geht's gut. Und sonst natürlich an meine ganze Crew, an Block Hustler, an alle Fans, an alle, die uns die ganzen Jahre unterstützt haben, die zu den Videos gekommen sind, die da waren, als es uns nicht so gut ging. An denen auf jeden Fall einen besonderen Dank und auch an meinen Homie, der jetzt gerade draußen auf meinen Hund aufpasst, oder der schläft ja hier, wie man sieht. Okay, dann wird er draußen eine rauchen, aber auf jeden Fall auch korrekte Aktion. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, vielleicht als Label Talk. Und wünsche natürlich jeden anderen Rapper in München viel Erfolg und gebt Gas. Habt keine Angst vor Competition, wenn es nicht anders geht. Habt aber auch keine Angst, mal andere Leute zu supporten, mal andere Leute zu pushen, mit denen man vielleicht gar nichts zu tun hat. Weil im Endeffekt von einem Szene-Hype würde jeder profitieren. So. Glaube ich auch. Ich wünsche dir viel Erfolg für die Zukunft. Auf jeden Fall. Cool, dass du da warst. Danke dir. Jo Leute, das war unsere neue Folge von Artist Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Kommentar da, macht eine Bewertung, aktiviert die Glocke, abonniert den Channel, geht in die Beschreibung, checkt uns alle auf Instagram, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, geht in den Online-Shop, den wir dort verlinkt haben, plus checkt das ganze Equipment, mit dem wir hier arbeiten, haben wir auch alles verlinkt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich bin Kanli, das ist Artist Talk. Haut da rein.